The game is afoot, not a word. Into your clothes and come. I'll wait for you in the sitting room. I've just received a note from Inspector Lestrade. A letter from the suburbs. He is in need of my presence. Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Oh, Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. So. Die ersten 3 Teile waren Reinkommer. Da falle ich doch nicht nochmal drauf rein, oder? Auf gar keinen Fall untersuche ich das. I agree. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. Ja, ist okay. Auf welchen denn? I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. A Hätte ich auch wax erkannt. seal with the monogram E.B. The Brackenstall family coat of arms. Mein lieber Mr. Holmes, es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir unverzüglich bei einem Fall zur Hilfe kämen, der höchst bemerkenswert zu dem Wert verspricht. Die Sache liegt ganz auf Ihrer Linie. Bis auf die Befreiung der Lady werde ich dafür sorgen, dass alles genauso bleibt, wie ich es vorgefunden habe. Doch bitte ich Sie, keine Sekunde zu verlieren, dass Sir Etuiastica nicht lange dort wird liegen bleiben können. Hochachtungsvoll Inspektor Lestrade. Abbey, Grange, Marsham kennt. Gucken wir uns das mal an. What is it, Holmes? Promising, as always, it appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the E.B. monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there, and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. I live in hope of an interesting morning. Das hoffe ich allerdings auch wenn es nicht mehr ganz morgen ist. Let's go. Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the 3 Randalls? Exactly. The father and 2 sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She's in the morning room with her maid, Teresa Wright. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right. I'm going to examine it. Very good, Watson.
Lady Brackenstall awaits you in the morning room. Lord Ramsay Brackenstall. Lord Brigham Brackenstall. Sir Warthen Brackenstall. Lord George Brackenstall. Baron Lyndon Brackenstall. Lady Brackenstall awaits you in the morning room. Lady Brackenstall awaits you in the morning room. Alter, natürlich weiß ich, wo das ist. Ich wollte nur wissen, ob die anderen Türen offen sind. Ladies, allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. Hier gucken wir uns doch erstmal die Frau an. Can you describe to me the events of yesterday evening? Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and... oh God. Please, go on. As I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw two others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had hurt them, for he was holding his stick. But they were three, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. Did these three villains steal anything? Yes, I found that they had taken the silver from the sideboard, but you can see for yourself in the dining room. You mentioned that your marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk, and he suffered from dark moods, but nothing else. The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? Oh, do you? Yes, he did. He was very angry at the time. Out of control. Again. Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse than death. Your ladyship? Direkt Teresa, nächsten. I would like to hear your testimony. Certainly, sir. Dann fangen wir erst mit der Dingens hier an. Die hat aber Augenringe oder Altersfalten. Da, dreckig. Das ist doch nicht normal. Und abgestürzt. Doch nicht.
Ah, die hat den Kaffee also verschüttet. As I sat by my bedroom window, I saw 3 men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. If I'd known... And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. Hä? War die ja jetzt die ganze Zeit da oder nicht? My mistress is Entschuldigung. very tired. Can't you allow her to her room? These scratches are most definitely made by the picture frame. Was? Welche Scratches, Alter? A trapper's hut. This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port, but which one? So the lady and her maid came from Australia a year and a half ago on this ship. Ich habe das Bild geklaut. Okay, cool. Das Familiengeschäft läuft. Die Randall-Bande ist wieder unterwegs. Vor weniger als 2 Wochen ist die berüchtigte Einbrecherfamilie, die als die Randall-Bande traurige Berühmtheiten erlangt hat, mit einem brutalen, aber leider erfolgreichen Einbruch in eines der wohlhabenden Häuser in Sydenham wieder aufgetaucht. Die Polizei ist dem Verbrechen bereits auf der Spur, allerdings wurde bisher keine Einzelheiten der Tat genannt. Auch nicht der Name des Opfers. Ein Zeuge konnte zu allen 3 Männern genaue Personenbeschreibungen abgeben, was der Polizei sicherlich die Möglichkeit geben wird, ihr Profil dieser Familie von Ganoven zu vervollständigen. Wir nehmen uns die Freiheit, unsere geschätzten Leser über diese gemeingefährliche Bande zu informieren und ihnen die aktuellste Beschreibung der 3 Verbrechen zu geben. Die Bande ist schon seit geraumer Zeit aktiv und besteht aus einem Vater und seinen 2 Söhnen. Das älteste Mitglied, Jack Randall, ist ein Mit-40er mit bereits ergrautem Haar, sowie von durchschnittlicher Körpergröße und Statur. Als derjenige, der bei den Einbrüchen die Fäden zieht, behält er stets die Kontrolle über seine Söhne, die sich zwar altersmäßig nicht sehr unterscheiden, vom Aussehen her dafür umso mehr. Der ältere Sohn William Randall ist ein großgewachsener, breitschultriger Mann mit einem unverhältnismäßigen kleinen Kopf. Sein jüngerer Bruder Melvin Randall ist deutlich schmächtiger und wird als dünn wie eine Bohnenstange beschrieben. Die Bande wird nicht nur wegen zahlreicher Diebstahls- und Einbruchsdelikten gesucht, sondern auch wegen ihrer außerordentlich brutalen Piratenkarriere, bevor sie nach England zurückkehrte. Seien Sie auf der Hut und mögen Ihre Wertgegenstände sicher sein. The description of the Randall gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. Okay, gut. Das heißt, die hat das schon einfach an die Zeitschrift gegeben, sodass da exakt das Gleiche ist. Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. Your ladyship? Manchmal drücke ich auch erstmal nur Quatsch an, ne? Randalls als Sündenböcke. Der Einbruch wurde lediglich inszeniert und die ganze Geschichte nur erfunden, um die Schuld für den Tod von Sir Eustace den Randalls in die Schuld zu schieben. Randall-Bande. Es gibt keine Ungereimtheiten zwischen den Zeugenaussagen und Beweisen. Sie deuten alle auf die Randall-Bande als Täter.
Ich kreuze hier gar nichts an erstmal. Das ist nur erstmal frei erfunden alles. My mistress is very tired. Can't you allow her to her room? Ja, habe ich verstanden. Ist mir was Cooles. Let us try to open this safe. Yes, endlich. This safe can be cracked. I only have to pay attention. The dial will vibrate when it is set to the correct number. Okay. Ich weiß nicht, ob das hier wichtig ist, in welche Richtung man dreht. Ich glaube nicht. Pff, easy, Alter. Erstmal Antique coins, possibly of value, but they're scattered without care. It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. Sir Eustace. Ihr momentaner körperlicher und geistiger Zustand ist äußerst besorgniserregend. So gibt es verschiedene Anzeichen für einen schweren Leberschaden. Bei der letzten Untersuchung hatten sie stark blutunterlaufende Augen und ihre Haut war leicht gelb gefärbt. Auch weist ihr Atem einen Geruch auf, der typisch für Lebergeschädigte ist. Darüber hinaus gibt es noch die Lungenabszesse, über die wir bereits gesprochen haben. Die Beinkrämpfe, von denen Sie mir berichteten, werden von einer Veränderung des Nervensystems verursacht, die ihrerseits auf exzessiven Alkoholmissbrauch zurückzuführen ist. Dies gilt auch für den Tremor. Ihre Leber fühlt sich bei der Untersuchung sehr hart an, was deutliches Symptom einer fortgeschrittenen Zirrhose ist. Zudem gibt es Anzeichen auf Aszites, also einer Flüssigkeitsansammlung in der Bauchhöhle. Ihr geschwollener Bauch lässt keinen anderen Schluss zu. Die Schmerzen unterhalb ihrer linken Rippe weist auf einen ernsten Bauchspeicheldrüse hin, das zu einer akuten, fulminanten und letztendlich tödlichen Bauchspeicheldrüsenentzündung führen kann. Ihr Zustand könnte auch ein Risiko für andere Menschen in ihrer Nähe und darüber hinaus darstellen. Der exzessive Alkoholkonsum schränkt ihre Selbstbeherrschung ein und verstärkt ihre Aggression. Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung, um Sie bei diesem Problem zu unterstützen. Es gibt eine Reihe von Behandlungsmöglichkeiten. Also aufgrund dessen, dass wir jetzt das da stehen haben, kommt hier auf jeden Fall Randall als Sündenböcke hin. Das ist doch mal schon mal klar. Kann man ja als Versicherungsbetrug hier schon fast deklarieren. Habe ich jetzt hier alles? Ja, ne? What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. Such moments he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. Aha. Another day he threw a decanter of wine at Miss Wright's head. The alcohol seemed to madden him. To the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal. Junge, habe ich erschrocken. You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. Ja, deswegen bin ich doch hier.
So, Watson, what have you learned from examining Sir Eustace's body? Well, Oh. I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. Aha, soll ich dir mal zeigen, wie das jetzt richtig geht? It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. Mhm. Das ist auch nicht schwer. A fur trader's cabin. The head was cracked with the force of the blow. That must be the murder weapon. Quite a large stick, a formidable weapon. Barefoot, he had therefore been in bed and did not have time to fully dress. Barefoot, he had therefore... It is covered in blood. Sir Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. A fur trader's cabin. A deer hunt. A hunting scene. This candlestick is valuable. It is interesting that it was not also stolen. These wine bottles are expensive and mostly from France. Das wissen aber die Einbrecher nicht. An empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. Warum leuchtet nur eine Kerze? Was übersehe ich hier? Eigentlich eine Kerze, die leuchtet nicht. Hier ist was umgefallen. Hier ist was zerbrochen. Kann ich alles nicht anklicken. A bottle of wine is missing here. Das war jetzt der The Tipp. Oh criminals Gott. did not thoroughly ransack the house. They only took a little silverware. Also einfach nur, um noch irgendwas mitzunehmen. Das war kein Raub. Sailor's knots. That's interesting. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail. I will take it with me. This is the chair that Lady Brackenstall was tied to. High tide, 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 tide. Space taxi to the sky. A decanter standing next to the open bottle. An inseparable pair indeed. This glass has some wine traces, but no visible beeswing.
There is beeswing at the bottom, as if the wine had not been This glass has some wine traces, but no visible beeswing. It is rather strange that only one of these glasses has dregs of beeswing inside it, while the other two are clear. Chateau Calon-Ségur, French wine, Grand Cru. A trapper's hut. A trapper's hut. Okay, warum sind hier so viele Dinger davon? The hunting scene. Antique hunting weapons. This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. The death was instant. Habe ich denn hier alles jetzt? I've searched outside for... There are 3 glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, I forgot. When I came to myself the first time, each of them had a glass in his hand. They might have been a father and his 2 sons. They talked together in whispers, and then they left. Your ladyship? Das heißt, sie weiß das gar nicht genau. Sir Eustace's doctor speaks of his violent behavior. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defence of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead, but a devil he was, if ever one walked the earth. We met him only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. Wonder with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was especially hard for her. Ein abgekartetes Spiel. Okay. Jetzt drehen wir uns das mal so, dass wir alles lesen können. Wir können hier gar nichts lesen. So, was ist das hier? Glas mit Weinstein. Aus Australien gehört das zusammen. Zurückgezogenes Leben, verknotetes Seil. Täter identifiziert. Schnürhaken, 2 Gläser Leiche. Kamingitter. Tja, das macht doch alles voll Sinn. Und zwar... Natürlich... Da, haha, das ist klar. Ich weiß, Weinstein, natürlich. 3 Personen. Es waren 3 Personen, die aus den Gläsern Wein getrunken haben. Möglicherweise mag eine der Personen ihren Wein mit Weinstein. Es waren 2 Personen, die aus den Gläsern Wein getrunken haben. Die Reste wurden in das 3. Glas geschüttet, weswegen ich nur darin Weinstein befindet. Was? Ja. Das ist eine gute Frage. Scheiße, was war denn nochmal aus Australien? Da, oh Mann, ey. Keine Bekannten.
Lady Beckenstall heiratete für irgendwas kurz nach ihrer Ankunft in London und verließ das Haus seitdem selten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie oder ihre Dienstmagd Bekanntschaft mit irgendeinem in England geschlossen hat, ist sehr gering. Bekanntschaft in einem Seemann. Lady Bernhardt kennt jemanden, der an Bord der Rock of Gibraltar war. Das bezweifle ich noch. Hä? Leck mich doch. Ich mach das jetzt einfach so. Der übelste Noob. Eine Schlange in den Schnürhaken gestochen sein. Ja, das ist korrekt. Das könnte wohl tatsächlich sein. Haben wir noch was? Gutes Seil und Leiche? Nein. Tödlicher Unfall. Der Tod von Sir könnte ein Unfall gewesen sein. Er könnte hingefallen sein und sich dabei am Kamingitter den Kopf aufgeschlagen haben. Schlag mit Schnürhaken. Es könnte an einem Schlag mit einem Schnürhaken gestorben sein. Funktioniert halt beides sehr gut, ne? Wenn er jedoch hingefallen ist, weil er besoffen gewesen ist, dann müssen ja 2 andere Gäste da gewesen sein. Oder zumindest einer. A map of London and the surrounding area. It could be useful. Lauf. Oh, habe ich jetzt Let richtig us see how the rope was cut. The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Let us try to find out what tool was used to cut the rope. The fibers from this cut appear to be different. The fibers from this cut appear to be different. Mhm. Soll ich hier noch so auf meinem Tisch rumliegen? If I cut the rope with a knife, it matches the original. My analysis table. It is useful for my work. Das Glockenseil wurde mit einem scharfen Messer abgeschnitten und mit Seemannsknoten verknotet. Das könnte darauf hinweisen, dass der Täter ein Seemann war. Oder ist. My archive. I can always consult with it, if needed. Wie der Fall von gestern gewesen ist. Ein erschütternder Skandal der High Society. Der berühmte, begnadete Archäologe, der stolz auf seine Nation, Sir Rodney Bancliffe, wurde ermordet aufgefunden. What? Das Verbrechen ereignet sich in den Thermen in Strand Lane. An jedem Ort, an dem der Archäologe sein neuestes Ausgrabungsarbeit begonnen hatte. Doch das eigentlich Schockierende an diesem barbarischen Mord ist die Tatsache, dass er von Sir Rodneys früherem Freund und Partner Percival Blinkhorn verübt wurde. Für dieses Verbrechen kann nichts als die Todesstrafe in Frage kommen. Tja. This is where I keep my post. My archive. Ach so, ja, das sind die Kostüme. Was? Untersuchen Sie den Mord in Abbey. Oder holen Sie Toby aus der Baker Street und folgen Sie der Spur. Toby! Come on, Toby. We need the best nose in the British Empire on this case. Endlich hat er auch mal hier was zu tun. Kann ich den jetzt so einfach mitnehmen? I agree with you, Toby, that Watson's shoe is
Was ist du nicht? Ist er jetzt dabei oder nicht? Da sitzt er, der kleine Racker. Wie können Sie es wagen, einen Hund mitzunehmen? Search, Toby. Der weiß doch gar nicht... Oh Gott, muss ich das machen? Tatsächlich. Was stinkt hier so erbärmlich? Alter Schwede. Das ist ja ekelhaft. Wie witzig. Boah, ist das ein ekelhafter Gestank, ey. Widerlich. Meine Fresse, ey. Wenn das schon so grün riecht, ne, dann ist das schon nichts Cooles. The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. Guck dir mal an, wie eklig grün das ist, wenn er doch nicht nachher ein Mutant wird. Hui, hui, hui. The scent leads to the well. I should check it. Boah, der langsamste Hund der Welt. The intruder's trail is lost behind this wall. Hä, wir waren doch gar nicht hinter der Mauer. Wie kannst du The wissen, dass das jetzt criminals vielleicht left the stimmt ist? house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. Das frage ich mich auch. Oh, ja, können wir jetzt mal anfangen hier mit der Investigation. Da ist der Haken. This hook might be useful. This old suitcase sounds hollow. It must be empty. Small gardening tools, nothing of great interest. Bags of seed. Some empty bags were recently moved. Wozu kann man dann solche Bags benutzen? Baggity bag. There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? Mit dem Haken, den ich habe. Ah, Sherlock, ey, du bist so eine Granate. Silverware. This is hardly a coincidence. The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. Das heißt, es kann kein Diebstahl gewesen sein. Mit fucking Wertsachen geklaut. Es steht fest, dass Einbruch der Gründe für den Mord war. Ich lese voll den dummen Mist gerade. Es steht fest, dass Einbruch der Grund für den Mord war. Die Täter haben womöglich vor, später zurückzukehren und das versteckte Silberbesteck zu holen. Inszenierter Einbruch. Der Einbruch könnte lediglich inszeniert gewesen sein, um eine Erklärung für den Tod von Sir... Das ist es ja wohl hundertprozentig hier. Katsching, Alter. Mörderischer Besucher. Sir Oesusasso wurde von derjenigen Person getötet, die in der Tatnacht zu Besuch in Abbey Grange waren. Diese Person hat auch Lady Beckinsale an den Stuhl gefesselt. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um einen Mann, der groß und kräftig ist. Und
damit kennt sie dann den Typen. Katsching! Die Person, die in der Tat nachts zu Besuch in Abbey Grange war, ist oder war wahrscheinlich ein Seemann. Watson, wir haben den Fall gelöst. Wie kann ich denn jetzt nach tatverdächtigen Seemänner suchen? Gehe ich recht in der Annahme, dass ich mich verkleiden muss? Wieder mal als ein Seemann? War das mein Zimmer oder war das von Watson? Ach jo, stimmt, das war ja das, was ich am Anfang gesucht habe. Rock of Gibraltar. 1883. Hä? Medizin? Nein. Geschichte? Ach so, okay. Dann gehen wir doch mal hier hin. 1893. Da ist es. Ankunft der Rock of Gibraltar. Ein Schiff kehrt zurück. Die Rock of Gibraltar. Ein Frachtschiff der Reederei. Aha. Ist nach einer 6-monatigen Reise zurückgekehrt, die sich nach Indien, Neuseeland, Australien geführt hat. An Bord des Schiffs reiste auch Miss Mary Fraser nach England. Die Erbin der Familie Fraser. Die Ländereien. Aha, aha. Diese wunderhübsche junge Dame ist mit Sir irgendwem verlobt. Aha. Here it is. Das liegt ja wohl auf der Hand. Die alte Fremdgeherin. The shipping company, the Adelaide, Southampton, London line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the Yeah. specialist. Was? Hä? Was für ein Specialist? Ist sie der Specialist? Oh no! Ah! Boah, ich krieg Gänsehaut. Ah, da ist Wiggins. Nein, hab ich da jetzt wieder reingeguckt. Alter! Ich weiß, ich finde die so heiß. Kein Weg dran vorbei. Wiggins, could you come upstairs, please? Was hat er denn da versucht zu bauen? At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893, and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. Das stimmt. Siehst du? Alter Schwede, ich muss mich nicht mal bewegen. Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. Ach Mann, auf welchen Tisch hast du es denn jetzt gelegt? I left it right on the table for you, sir. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide, Southampton, London line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th.
Kann ich jetzt hier I auch... do not Oh. think that this figure has any connection to the case. Wir haben hier Archibald Rogers. Wir haben James Talukowicz. Wir haben Henry Southward. Wir haben Ernst Woods. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Wir haben AJ Guni irgendwas. Wir haben Nathan Jacobs. Und wir haben Samuel irgendwas. Wir haben Charles Chili. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Ja, Mann. William This Page officer was ist on a auch ship dabei that sailed gewesen. half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. Ich will ja auch nur, dass du den Namen durchstreichst. I do not think that this Ach, doch, ich stehe. officer is still at sea, therefore he cannot be involved. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. This officer is still at sea, therefore Yes, he dann cannot haben be wir ihn. involved. Wir suchen Captain Jackie. Jack Crocker is our mysterious visitor. He was the only one around at the time of the murder. Jack Crocker. This Crocker, do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. 3 Stunden später. Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Was? Jetzt haben die sogar länger gebraucht als 3 Stunden? Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. Erst oder suchen hier. Aha, schiefe Nase. Der hat schon mal auf die Fresse gekriegt. Das ist doch klarer Ausdruck. Gemachter Bart oder struppeliger Bart? Hier, Captainsmütze. Was ist das denn hier? Kräftiger Körperbau. Krass, ich hätte jetzt eher auf seinen Dingens geachtet. Hier. Oha, was ist das hier mit seinen Händen? So könnte ich das nicht anklicken. Die sehen ja gar nicht so gut aus. Da, die sind dreckig. Zeitungstinte. Richtig krasse Boots hat der Dude. Aber voll die dreckige Hose. Da. Matrosenmesser. Oh, 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 es sieht nicht gut aus für dich. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her from when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... and what do you know?
That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right if there was no evidence. What then? Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the Mit murder, einem and it was you Matrosen-Dingens. who tied her up. You call that evidence? Natürlich, hallo, Junge. Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. Das stimmt, aber du bist der Einzige, der The sie only kennt. sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Sharp, Hä? supervising the repair of a porthole. At night. It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Okay, jetzt ist er natürlich heftig angefressen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No, there is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Hä? Ich hab Now doch I gar understand nichts. why you dissected the bell rope. Das ist das, was mir so Sorgen macht hier. Das würde halt alles widersprechen. Aber wenn man dann jetzt echt... Hä? Achso, ja, als Sündenbock. Hä? Lestrade erfolgen. Der Fall ist zu einfach für Sie. Das ist eine gute Gelegenheit, sich im Hintergrund zu halten und die ganze Lorbeeren Ihrem Freund Lestrade zu überlassen. Ihr Name wird in der Presse keine Erwähnung finden. Erfolg beanspruchen. Die Geschwindigkeit, mit der Sie diesen kniffligen Fall gelöst haben, ist schlichtweg phänomenal. Die Polizei hingegen hat wie immer ihre Unfähigkeit unter Beweis gestellt. Irgendwas passt hier nicht. Ich bin vollkommen unzufrieden damit. Warum sind denn da 3 Gläser gewesen? Verfluchte Kacke nochmal. Weil das da jemand zusammengemixt hat? Wer sollte sich denn so einen Blödsinn ausdenken? Piss dich. Du bist dran. We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Your ladyship? Das war's? Nee. We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Indeed.
Also es wird sehr wahrscheinlich sowas geben wie, dass der einfach gestürzt ist und dass das ein Unfall gewesen ist. Dann wird es sehr wahrscheinlich noch die Variante geben, dass der Typ den umgebracht hat. Und dann gibt es noch die Variante mit den 3 Banditen, dass die ihn umgebracht haben. So, wir sitzen hier am Tisch. Dieses Glas hier weicht von den anderen beiden ab. So, hier haben wir Randalls Entweder. Warum stehen hier 3 Gläser? Warum findet hier etwas statt? Die die wühlen hier durch, schnappen sich diese Scheiße, laufen hier raus. Was für eine Spur war das, was der Hund verfolgt hat? Habe ich schon vergessen, ne? So, läuft hier hin, holt sich den Haken. Läuft dann hier hin, schmeißt das Besteck da unten rein. Wenn man jemanden tötet und dann noch Besteck klappt und dann das Besteck hier reinschmeißt, das kann dann ja nicht der Typ gewesen sein. Weil wenn ich doch schon das Silberbesteck angefasst habe und mitgenommen habe, dann, okay, ich habe alle, ne? Also das ist ja jetzt die 3 Randall-Brüder. Die 3 Randall-Brüder können es nicht sein, weil die hätten das Besteck ja mitgenommen. Das ist ja voll der dumme Scheiß. Das kann ja nicht sein. So, dann haben wir
Häuslicher Unfall. Die Lady und die Maid haben das gemacht, was sehr, sehr, wirklich sehr sein will. Sie will das Kacksteck nicht dingsen. Ach so, warte, nein, ich bin noch nicht so weit. Sie will ja nicht das Besteck wegschmeißen. Und dann haben wir noch den Captain hier, der ja... So, er könnte Mittäter sein, das stimmt natürlich. Die Tat wurde in Notwehr begangen. Jack Rooker wollte lediglich eine Frau vor einem gewalttätigen und trunksüchtigen Mann beschützen. Der Fall wäre damit gelöst. Aber sie werden die Details für sich behalten. Ist halt die Frage, ne? Ist Crooker da gewesen oder ist er nicht da gewesen? Jede Schiffscrew würde dann sagen, dass es so ist. Was macht man nachts auf dem Schiff? Ja, was? Nein. Ich will jetzt das mit diesem Silberbesteck hier noch erfragen. Oh, what a horrible thing to have happened. Please leave my Mary alone. Halt die Fresse. Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place. Or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. Wollen wir uns da jetzt nicht eine Nacht auf die Lauer legen und gucken? Ach Mann, wir hätten das niemandem sagen dürfen. Wenn die Frau das dann selber rausgeholt hätte, hätte die gewusst, dass die sind. Ach Gott, ich ärgere mich da schon wieder drüber, ne? Der hat wieder gesoffen. Das heißt, der ist übelst aggro gewesen. So richtig aggro. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. There is beeswing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured. Google Weinstein. 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 Von Mittelhochdeutsch Winstein, lateinisch Tartarus, ist ein Trivialname für bestimmte Tartare, Salze der Weinsäure. Weinstein entsteht bei der Lagerung von Wein oder Traubensaft. Beim Auskristallisieren lagert er sich vorwiegend am Boden des Gefäßes, zum Beispiel einer Flasche oder am Flaschenkorken. Es handelt sich um ein Gemisch aus schwerlöslichen Salzen der Weinsäure, im Wesentlichen aus Kaliumhydrogentartat, früher auch als Kalium blablabla. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. There is beeswing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured.
Das heißt, man hat dieses Glas einfach nur gesoffen, aus der Flasche in das Glas, dann gesoffen und dann abgehauen. Ich glaube, der ist Mittäter dann, ne? Aber warum 3 Gläser, Alter? Das macht keinen Sinn. Ich übersehe irgendwas. Ich glaube, das 3. Glas spricht einfach dafür, dass die halt so ein Dreier-Ding draus gemacht haben. Es war Notwehr, weil der Typ wieder besoffen gewesen ist. Die waren übelst in Hektik, der hat die wieder geschlagen und vermöbelt. Dann kam der Fischermeister wieder, weil irgendwer den geholt hat. Dann haben die ihn geschubst. Der ist dann da hingefallen. Ich mach das so. Dann hat sich der Seemann noch ein Glas geschnappt, das ausgesoffen, ist abgehauen. Die Frau hat dann das Geschirr genommen. Ja, ich mach das so. Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailor's knots. Oh, guck mal, das habe ich voll vergessen, ne? Zu erwähnen. So. Killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is true to tell us the whole. Ich bin so gut. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. Aber ich habe ihn nicht getötet, I oder? never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Okay. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice. But as how well could you as a know? maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear. And it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now Oder? it is time to end this. Was passiert jetzt? Was? Willst du mich verarschen? Oh Gott! Ich habe das zu gedrückt.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Junge, das war jetzt ein schockiger Moment. Please forgive me, Captain Crocker. I wished only to test your sincerity, and your words and deeds have far exceeded my expectations. See here, Captain Crocker, we'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent victim from her husband's brutality. Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? Not guilty, my lord. Vox populi, vox dei. You are acquitted, Captain Crocker. So long as the law does not find some other victim, you are safe from me. Mr. Holmes. It is a great responsibility that I take upon myself, but I will give Lestrade an excellent lead, and if he can't avail himself of it, I can do no more. Come back to your lady in a year, and may her future and yours justify us in the judgment which we have pronounced this night. Inspector, I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by 3 criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of 3 thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Really, Alter? Einfach 3 andere Ganoven nehmen und dafür verantwortlich machen. Überprüft für die Spoilergefahr. Der Captain war der Täter. Das war richtig. Alter Schwede, ey. Sherlock.